Herzlich willkommen zu unserem Teil 3 mittlerweile von dem Murder on Eridanos DLC-Stream. Wir spielen wieder die Outer Worlds. Und vielen Dank auch nochmal an der Stelle an die Entwickler, die mir dazu einen Key gegeben haben, dass ich das euch jetzt auch zeigen kann. Und bin ja schon gespannt, was rauskommt. Und vor allem, wann wir fertig sind. Und Lasse, was meinst du mit bitte nicht? Ich hab's gerade. Irgendwie habe ich gerade den Kontext verpasst. So, genau. Wir sind jetzt in diesem dummen Labyrinth und müssen irgendwie hier die Mitte finden. Und die Frage ist, wo müssen wir hier lang? Genau. Wir haben hier diese... Wir haben hier diese... Wir haben hier diese Leute, die total verrückt spielen. Und, genau. Die sind ein wenig verrückt und wollen uns zum Lachen bringen. Oder so ähnlich. Nee, hier waren wir schon. Ach so, bitte nicht Fortnite. Nein, ich spiele kein Fortnite, keine Sorge. Keine Sorge. Dafür nehme ich immer das Ding immer noch zu übel, dass sie hier, ihr wisst schon, Paragon getötet haben. Ne, hier geht's nicht lang. Ich meine, ein bisschen sieht das ja hier aus wie die Mitte. Aber scheinbar ist es das nicht. Genau, das ist auch nicht die Mitte, das ist einfach nur ein Brunnen. Kann ich aber von hier irgendwie... Also eigentlich müsste es doch da drüben sein. Genau, weil hier rechts ist wieder der Ausgang. Oder Eingang. Je nachdem, wie man es sehen will. Das heißt, wir müssen eigentlich hier lang. Und dann irgendwo uns hier so halten. Hier links. Links, rechts. Genau, da waren wir schon. Genau, das ist das hier. Ich glaube, jetzt sind wir aber schon weiter zu weit nach hinten. Wir müssen eigentlich eher hier lang. Ah! About timeline discrepancy detected nearby. Okay, something. Okay. Analysis. Ground appears to be scattered with purpleberry seedlings. This particular strain is of a variety proprietary to Rissos and should not be in common use. You notice a glass bottle containing some of the seedlings half buried in the dirt. Okay. So what now? As you turn it over, you find a label on the bottom that reads Property of Carter Reynolds, botanist. Looks like the person who took the original didn't hide their tracks go so well.
Purpleberry Puzzle Hedge Completion Certificate. Congratulations, Explorer. You've reached the center of the Purpleberry Puzzle Hedges. The certificate entitles you to a 5% discount on certain Rizzo's product at select Rizzo's vending machines. Note that promises of discount is non-binding. Any failure to find Rizzo's vending machines accepting said discount are the responsibility of the holder, not the Rizzo's corporation. Any attempt to force the discount or dispute the grounds of the certificate's discount will be prosecuted to the full extent of lethal force. Okay. Display case plaque. Greetings and congratulations, visitor. You found your way to the center of the Purpleberry Puzzle Hedges and have earned this one-of-a-kind boon, the right to look upon a one-of-a-kind Rizzo's product, free of charge. We encounter you to wonder at what the Spectrum original might taste like as you keep at least 3 feet away from the display case at all times. Ah, okay. Es war nicht, dass man das bekommt, sondern es ist, man darf es für lau anschauen. Aber man darf es nicht für lau bekommen. Mhm. Assis. Diese Assis. So. So. Okay, das heißt, wir können es an niemanden geben. Ich finde ja schön, auch irgendwer ist da gestorben und wir sagen, interessiert nicht. Warte mal, kann man eigentlich mit euch sprechen darüber? I can't believe Miss Helen's gone. Feels like it's going against the laws of nature somehow. I used to watch Helen's serials. She'd fall into mortal peril every couple episodes, but she always lived in the end. I'm glad I could take you to see Eridanos. How does it feel? Breathtaking. Have you looked over the edge of the complex yet? Just watch the clouds turning? It's like an ocean without end. It really is something. Eridanos and Olympus are the 2 biggest planets in Halcyon. King and Queen of the sky. Looking out to the horizon, I get this feeling that we're in the company of royalty. Eridanos is 100 times the mass of Terra 2, 800 times the volume, 10 times the diameter. We're flying through the tiniest layer of habitable atmosphere. Sometimes I can't believe how small my world used to be. My horizons were about as wide as the walls of Edgewater. And now look at you, top of the world. Yeah. We've come a long way. Dann schlaf du gut. War schön, dass du da warst. Vielen Dank auch nochmal für deine Subgifts, ne? Hast du ja vorhin wieder ein paar Subs gedroppt. Oder ein? 1 oder 5? Nee, glaub einer war. Julius hatte die 5 gemacht. Verrückt. Ihr seid doch alle verrückt. Genau, auf jeden Fall vielen Dank dafür. So, Torkleite. Okay, Mallorca. Was kannst du mit You know, of all the places we've been, this is the closest I've felt to something that can work. This whole complex, I mean. They've got gainful employment, a wilderness reserve for fun, an enormous roof over people's heads. Maybe after the dust settles, they could shore up some holes and be an example to the rest of the colony. Here's hoping. So. Jetzt müsste es im Scheiß-Labyrinth nur wieder rauskommen. Nein, da kamen wir her. Ich bin kein Fan. Warte mal, wir kamen doch. Muss hier nicht irgendwie so ein Loch in der Wand sein?
Ich dachte, hier wäre ein Loch in der Wand gewesen. Ah, ja, hier. Uff. I was hoping that by the time you came back, I'd have a better idea for my product name. No luck, unfortunately. Hi there. Nice to see you again. Oh. I got the way the original was supposed to be, but it was gone. I think I've got a lead. Ain't great news, but I'm glad you've got a direction. I don't have much of a backup plan if you don't find this thing. Okay, goodbye then, I guess. So. Genau, jetzt können wir eigentlich noch mit der hier reden. Great day for a starship ride, is it not? It is. Keep your voice down. Never know who might be listening. So, about the price you're looking for. I'm afraid I haven't made much headway on my own. Admittedly, I'm a little wary of all the explosions I keep hearing. You're not the only one looking for the Spectrum original, I imagine. Nope. There's a bottom feeder who sees an easy payday connected to it, but he's hardly worth considering. I also briefly engaged with an optimistic young woman intending to use the original as a springboard for upward mobility. Better than letting it rot, but still not ideal. Yay! Und Roy. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns im Game Lab. Schön, dass du da bist. Enough about that. I didn't find a price in a maze, but I did find a Better lead. than a burning barrel filled with Spectrum original bottles, I suppose. Follow your lead. Keep an eye out for fakes. Alright. Reden wir noch mit dem hier. I'm glad you're back. The sooner I gain your assistance, the sooner I can leave these miserable outdoors and return to my temperature-controlled Rory, office. sorry. Rory. I'm sure you have Rory. Nicht Roy. Irgendwie ist er überlesen. Schön, dass du da bist, aber herzlich willkommen. You do? I should have expected that things wouldn't be as easy as they looked. Well, let me know if you find any other information. So. Goodbye. Okay. Das hat so viel Bullet Drop. Was? Well, that's gotta hurt. Oh. Hä? What? Okay. Das Ding stirbt davon nicht. Wo ist es hin? Die Space Rat ist weg. Skandalös. Okay, also, was hat das Channel jetzt gesagt? Wir haben... Na, warte mal, wir können, weil wir eh gerade hier in der Gegend sind, gehen wir kurz zu Purple Berry Nut Hut und holen uns mal Informationen. Hello, Sydney. You're back! We just got a new shipment of Rizzo's mock apple cider. It's hard. Wait, was that the slogan? Never mind. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. Yay. Have you sold any Spectrum from the storage warehouse shipment? Wow, what a strange question. I'm much too delighted to be suspicious. I sold lower-level Spectrums to workers from RR&DD Labs, Hive Control, and the Conservatory.
Jacob's predecessor also splurged briefly on a bottle beyond his pay grade, and Black Hole Birdie bought my most expensive Spectrum when he visited. I wish he'd bought more. Oh, if you're looking for your own Spectrum, remember that you can always buy from the Nut Hut or the Grand Colonial Bar, so long as you have the bits to back up your taste. Alrighty. Mal schauen, was können wir von ihr kaufen? Orange. Die Frage ist, haben wir das nicht schon eh? Egal, wir kaufen mal Orange. Einfach weil geht. Und Red auch. Und verkaufen es halt nicht. Und sonst technisch. Alles verkaufen. So. Okay, nur noch 20. Okay, das sind diese 3 Helme, die wir brauchen. Haben wir hier irgendwo Ressource? Nee. Rum something. Purple Berry Punch. Okay, nee. Conservatory. Wo ist denn das Conservatory? Ach so, da hinten. Ja gut. Dann lass doch mal hinrennen. Hey Dude. Speichern. Reden. Hello again, youngster. You're certainly doing a lot of running to and fro. Don't overexert yourself. The wasp-ketos can smell weakness. Can they now? Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff he gets, bent over plant. Okay, das hat er ja schon gedacht. I find this bottle at the heart of the puzzle hatches. Says it's yours. Oh, there that damn thing is. Thank you. I guess this proves it's wise to label your things. Otherwise, some fool might use them as prizes in an ill-advised scavenger hunt. Found really close to where I should have found the Rizzo's original. Strange, huh? I will admit, I did take the original, yes. But I did so to keep it away from those who shouldn't have it. It's safer in my hands. If you're here to get it, I might suggest you give up. I'm known to be quite a stubborn git. So... You taking the original makes it seem like Rizzo's lied about the price, which is fraud. Well, what do you want the original for? I didn't want it for anything. I needed to keep it safe. Rizzo's almost never makes mistakes, but offering a classified original product to the public for free? Any upstart might grab it and use it to make Rizzo's look bad, or steal it to make a new product offshoot, or, law forbid, start a lawsuit of some kind. Better I hold on to it. Don't you think the mines and killer mechanicals were a bit of an overreaction? The what now? I didn't order any mines or machines. I just paid Slug to encourage people not to enter the puzzle hedges.
Figured they'd just dress somebody up like a primal and chase maze-goers. Like we did after the Spectrum Black unveiling a decade back. Or maybe that was a real primal. I forget. Attacking original makes it seem like Rizzo's lied about the price, which is fraud. Damnation, hadn't thought of that. Isn't my having it better than any random guest making off with it? I guess not, if it'll cause the company more trouble. Here's the original. Don't do anything with it that I wouldn't do. Okay. So, das heißt, ich kann das jetzt an irgendwen da zurückgeben. Soll das heißen? Ja. Warte mal, weil ich eh gerade hier bin. Dann lass doch mal kurz darüber gehen. Und schauen, ob wir jetzt noch mehr von dem Spectrum Wodka einbauen können. Die Ladezeiten sind hier echt schon... Sie fühlen sich schon länger an irgendwie. Tja. Okay, wir haben eine abgelegt, das heißt... Das Dumme ist halt auch vor allem... Bei dem hier steht dran, was wir alles brauchen. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet und Black. Aber steht nicht dran, was wir schon haben. Das ist so dumm. Like, what? Okay. So, wir werden uns jetzt ein Zettel deswegen schreiben müssen, dass wir Red und Orange auf jeden Fall schon haben. Aber wo ist das denn? Das ist das hier. Na. Genau, also Rizzo's Red, check. Orange, check. Green, check. Violet, check. Yellow. Check. Okay, das sind die 5, die wir, glaub bisher... Na, Journal. Wir haben 5 von 8. Das heißt, wir müssen noch suchen nach Blue, Indigo und natürlich Black. Und das Dumme ist, ich glaube, wir hatten schon mal eine Flasche Black. Die haben wir aber verkauft. Das ist ein wenig unpraktisch. What kind of monster kills all these people over a data cartridge? Okay. So. Die Frage ist, ich weiß auch gar nicht, wem ich das geben will. Muss ich zugeben. Die Original-Flasche. Ich will sie eigentlich fast schon selber behalten. Und wisst ihr was? Wir warten einfach damit noch. Welcome to the nut. Now I. Mal schauen, haben wir ihr. Okay, wir haben Green.
Wir haben Spectrum Brown. Oh, warte mal, Spectrum Brown muss ich aber gar nicht. Blue, Indigo und Black. Okay. Ja, schade, dass wir Brown nicht verkaufen, reinbringen müssen. Ah, warte. Oh, wir haben hier noch Black. Okay. Ja, komm. Beide zurück meinetwegen. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch Black wieder. Das heißt, wir brauchen noch Violet und Indigo. Achso, ihr habt noch einen Perk-Punkt, den ich euch gebe. Haben wir das hier und bei Pavati. Können wir Long Winter haben wir schon. Dann. Ne, kommen wir mal auch das hier. So, und wir hatten ein Level Up. Das heißt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit erhöhen soll. Ich meine, wir haben jetzt Hack auf 100. Na, wir haben Lockpick auf über 100. Könnten noch Persuade auf 100 bringen. Oder nochmal. Oder wisst ihr was? Wir warten noch damit. Und stattdessen. Gehe ich mal eben in eine Pause. Wir haben 20 Punkte sogar. Krass. Okay. Total veraltet. Genau, ich gehe mal kurz in eine Pause rein. Ich komme gleich wieder. Und genau, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich glaube, es funktioniert so nicht. Potenziell dürfen die sich die ganzen Dinge nicht berühren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Würde Somi vorschlagen. Stich wenigstens. Oh krass, du kannst Somi? Wow. Warte mal. Somi war doch eine afrikanische Sprache, oder? Do I know that correct? Or am I wrong? Somi. Google sagt Somi. So viel dazu. Ich hab's gerade gesehen. Suomi klingt aber. Okay, ja. Okay, dann. Was ist Suomi? Wie wäre es, wenn wir jetzt alle gleich darauf sind, dass wir uns ausrüsten und dann in einem großen Kreis treffen und dann reden 2 Minuten Gerion und ich und dann können wir loslegen. Klingt das für alle okay? Klingt nach einem Plan. Und Yukane, du bist der Big Boss, du gibst dann den Startschuss. Alles klar, dann haut mal rein, ab ins Game. Also nur Grafie nicht. Nee, nicht Grafie. Alle. Alle? Okay. Ja, hast du nicht zugehört. Ganz genau, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Kam nicht an. Alle im Kreis setzen. Alle. Wie viele? Alle? 3. Haben wir schon gesagt, dass alle ins Game sind? Alle. 42. Das ist gut, dass das der Fenrir anscheinend jetzt nicht so
Top of the Line ist. Ansonsten wüsste, dass das sich... Fackel, da bist du. Oh, gut, hab ich. Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Ding? Das heißt, du musst, also, du gehst auf die Person hin, versuchst zu erschießen. Ne? Wenn es ein Poster ist, sterbe ich selbst. Okay. Warte, okay. Wenn du auf den Imposter drauf gehst und killen versuchst, dann stirbst du selber? Mhm. Hey, du meinst ein Crewmate? Wenn es ein Crewmate ist, ja. Okay. Okay. Fackel hat gerade versucht, mich umzubringen. Jetzt bist du da. Und wenn du A drückst, dann bestätigst du. If I die, you die. Das wird witzig. Kommt jetzt mal laut genug. Ja, nein, auch die Stimme von dem Typen ist leider... Das ist bei Ratten manchmal gar nicht so leicht. Dazu kann ich keine Aussage treffen, weil ich keine Ahnung habe, wie sowas aussieht bei Ratten. Bei Hoden. Ja, ich habe Hoden noch nie gesehen. Noch nicht von der Nähe zumindest. Gedischk. Aha. Ja. Kennst du diese Erfindung, nennt sich Spiegel? Ja, aber ich verwende für gewöhnlich keinen Spiegel, um einen Hoden anzuschauen. Ich wollte gerade sagen, kann er das nicht auch so ohne Spiegel? Ich überlasse das anderen. Je älter du bist, umso einfacher wird das. Warte, je älter du wirst, desto weiter hängen sie doch runter. Also kannst du sie noch schlechter sehen, oder? Nee, weil Hoch. Ja, da seht ihr schon mal, was wir hier für tolle Teams. Und hallo, da bin ich wieder. So, ich weiß gar nicht, was ich denn noch hier... Muss ich hier noch unseren... Aber dann irgendwie... Ich meine, wir könnten unseren Companions mehr Crit geben, aber auch das ist eigentlich unnütz. Könnten die Buying Prices erhöhen? Na komm, machen wir das. So. So, bevor wir jetzt auch elendig rum. Obwohl, wir müssen ja zum Pool. Also müssen wir rüberlaufen. Naja, was macht ihr denn eigentlich jetzt dann so am kommenden Wochenende? So, jetzt am Wochenende. Irgendwas besonders vor, oder? Timeline discrepancy detected nearby. Oh, was? Ach so. This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Ist jetzt nicht so gut. So. Timeline discrepancy detected nearby. This card also expired. Okay. So viele, die gestorben sind. In Runde sind nichts. Bin heute ziemlich krank geworden, liegt wohl flach. Oh. Das hört sich aber nicht gut an. Dann wünsche ich gute Besserung.
krank sein Nerv vor allem. Ich hasse es immer, krank zu sein. Das ist ein... Und Punisher. Tschüss, auf dich. So. Achso, genau, wir müssen jetzt an jeden dummen Automaten hingehen und schauen, ob wir da Blue und Indigo finden. Na, verkauft euch das auch nicht. Das ist Round Something, das ist Red. Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. Examine. Mechanical contraption for propagating chemicals inserted above through the pool water. Someone scratched their sent it into the filters plating. Arian was here. Okay. Investigate the Sun Parlor. Wo ist denn der Sun Parlor? Ex-pool cleaner apparently we used to mix the Sun Parlor. Paying it a visit may yield something to help with the state of the pool. Looks like chemicals can be added to the pool filter. I'm going to attempt making pool cleaner. All sounds right by me. It'll be nice to actually have guests to guard. Sinuses that work. Das kommt aber nicht. Agreed. The sooner I can get rid of this door, the better. Sorry, did you say something? I couldn't hear over the smell. Sound. What'd you say? I'll be on my way. So, Sun Parlor. Wo ist der denn jetzt bloß, die Frage? I hope the murderer is caught. Okay, ihr seid Diesellappen. Nicht interessant. Damit habe ich heute das Foto machen können. Das hat die Stimmung deutlich gehoben. Danach wurde es sehr fies. Ah, okay. Ja, aber wirklich, das steht dir sehr ausgezeichnet. Genau, da kannst du dir... Also ich glaube, damit kannst du dir einen schicken Bo angeln. Vielleicht auch mal einer, der sinnvoll ist. Oder eine Boette. So. So, finden wir hier irgendwas Sinnvolles? Nö. Nö. Unser ist noch sehr an. Ich habe mich gewundert, dass das heute ziemlich schick aussah. Jetzt glaube ich. Ja, also, das, ja. Ach. Warum? Auf Anraten von jemandem. Darf ich dir wieder davon abraten? Oh, was? Da bin ich ja gestorben? Ungeschickt.
Here goes nothing. So. That's gotta hurt. Good score, Cap. Thank the law. Dissidents. They brought Raptidons here too. I appreciate the effort to make me feel at home, but you top rungers are fucking stupid. Did we win? How exciting! How exciting? What the fuck are you talking about? Meine Güte, ey. Aber hey, wir haben die eine beschützt. Das ist doch schon mal etwas. Aber Laxierity, warum zum Fick sind hier Raptidons? Seid ihr dumm, Leute? Okay, Erklärung in DM. Okay. Dann kann ich nur hoffen, dass sie wirklich weiß, was sie tut. Also schätzungsweise tut sie das. Diese Person. Weil irgendwie bin ich von diesem Konzept noch nicht überzeugt. Aber vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn du mir den Plan erklärst, dann. Okay, going quiet. Verstehe ich es eher. Great work. Also, muss natürlich nicht, aber. Wellness checkpoint note. Evan, remember cards tonight? If you don't show, I'll set the Raptidon loose in the air with you. Kidding, but don't forget, yeah? I need help knocking beer down a rung for 3. Check me writing field report for all week. Botanical report, operations buildings, cards tonight. Fritz. Okay. So. Okay, gut. Dann komme ich auch nicht weiter. Ist noch weiter zu diesem Sunparler. Warte mal, das da könnte doch der sein, oder? Aber was ist das hier? Rizzo's employee journal. It seems Rizzo has set me up with a rather straightforward task. Slug has an automatic mixer for their pool cleaner. If it's automatic, one would think it wouldn't need to be manually cycled, but I suppose I should be thankful it works at all. Instruction: mix the chemicals by cycling each vat, then use the console to create a compound once you have the desired combinations. Not exactly building a terraformer here, but no matter how simple these things are, some people will still have problems. Good that I've been at this for as long as I have. Chlorizonol is red, muriatic acid is green, brominating oxalator is yellow, blue water coloring number 422 is blue, and hydrogenated defoam is orange. Seems odd to store all these chemicals together. Putting some of these together would render the pool less habitable than some of the sulfur pits on Monarch. Perhaps that's why they decided to hire a professional. Beneath the entry there's a note in different handwriting. Any opportunistic freelancer that reads this should meet me on the hotel balcony. I have a business opportunity. Okay. Lass da mal einen Screenshot. Also lass da mal ein Foto von machen. Just in case, dass ich das nachher nochmal brauche. Und dann muss ich nicht von... Ah, okay. Ich weiß noch nicht das Mischverhältnis. Wie war... Wie ist da? Okay. Brominating Oxalator. Wait. 1 und 3 sind dasselbe? Das ist nicht gut. Okay. Also, soweit ich weiß, soll das nicht dasselbe sein. Merde. It's real pretty up here. Almost like they cut out a piece of Terra 2 and brought it up to the sky. Okay.
It really is stunning. Grand Colonial Hotel menu, Tuna Filet a la Helen, triple kale salad with pea-free nuts and purple berry glaze, sisty soup with bread and woolly butter, braised whole canned, dark metamok apple souffle, and aerosol spritz as a... I told you, didn't I? The view's fit to stop one's heart. Really? Considering the circumstances, that's the euphemism you decide to use? Purple berry wine. I'm thinking of reserving a wilderness safari. Wear a fancy hat, fire a rug. Okay. Also, ich habe deine DM so mal angelesen. Aber schwierig, das jetzt komplett zu lesen. Also, ich muss jetzt nicht drauf achten, wo ich hinrenne. Diese scheiß Spreads. Verliere die immer so schnell aus den Augen. Oh. Ja, mit. Okay, hier kann ich nicht draufspringen. Okay. Oh, no, they're fine. Here they come. You're so funny. Giving me the chuckles, you are. I just want to be your friend. Everyone all right? Übel. Ist der Typ da irgendwie gestorben? Ja. Ist jetzt natürlich irgendwie ungeschickt. Kann ich das Thema gerade aufgehört, habe ich schnell rumgesagt. Okay. Nee, es ist auch ganz, ist okay, dass du das gemacht hast. Ich werde es mir dann so in Ruhe mal durchlesen dann. Genau, wir haben doch jetzt hier... Oh, das ist hübsch. Pavati, willst du das mal anziehen? Ja, das sieht doch hübsch an dir aus. Und vielleicht auch an... Sieht dann dir das andere aus? Ne, dieses Senf macht was. Das macht was her. So. Happy customers are repeat customers. Okay. Vending Machine. Da kann ich nichts bekommen, was ich noch brauche. Es ist total dumm, dass ich jetzt alle Dings hier durchsuchen muss. Kommt ihr mal kurz hier rein? Achso, warte, das ist keine Tür. Das ist natürlich unpraktisch. So. Gut, gut, gut. So. Ich suche immer noch den Sunparler eigentlich. Was ist das hier da vorne vielleicht? Okay,
Okay. Bist du? Ne, niemand Interessantes. Das Onyx. Das Onyx. Media Stillwell. Der müssen wir auf jeden Fall gleich reden. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber sie ist eine Person, mit der man sprechen kann. Und die einen Namen hat. Das ist doch schon mal immer ein guter Anfang. Okay, hier oben gibt es nichts zu finden. Hier immer. Alles geklaut. Und dann reden wir jetzt mal mit der Frau hier. Non-slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you with something? I need to ask you some questions regarding your co-worker, Evan O'Connell. Sure. He in trouble or something? Investigation still pending. Well, shit. What happened? Is he all right? He didn't show up for work today. When did you see him last? I just had a shift with Evan at the Purpleberry Orchards, kind of. We were supposed to haul some crates, but he was drunk when I got there. I took him to room 82 under the hotel so he could sleep it off. Guess he was drunker than I thought if he didn't show for work. Better go check. I'd appreciate it if you did. I'd like to know he's okay. Okay. Jetzt müssen wir schon aus 2 Gründen in Raum A2. Gehen wir nochmal in die Richtung. Räusper. So. Genau, und FYI, ich habe es jetzt gelesen. Und wenn das Ziel der Übung ist, dann klingt das nach etwas, wo ich mir zwar vielleicht noch Sorgen mache, aber dich in dieser Entscheidung unterstützen werde. Okay, hätte ich auch so, aber so ist es jetzt ein... Okay, das ergibt ja durchaus Sinn. Davor war das so wirklich ein super weirdes Ding. Aber nee. Genau, da machen wir jetzt vielleicht Sorgen, aber jetzt nicht so... Nichts, wo ich jetzt noch auf dich einreden muss, sondern ein... Falls du wieder davon erzählen willst, dann habe ich ein Ohr. Und, oder 2. Das wird mir gerade einmal an. Ja, ich verstehe dich da. Ich würde das nämlich auch nicht fühlen, weil es irgendwie weird. Weil... Ja, klar. So diese starken Emotionen. Immer schwierig. Aber manche Leute verdienen sie. Okay, jetzt rennen mehr von diesen Dings rum. Here they come. I just want... I am a storm. Everyone all right? To make you smile. Die sind wirklich, wirklich gruselig, diese Viecher. So. Das heißt, jetzt laufen wir ja mal auf dem Balkon lang. Und schauen mal, ob wir diesen Menschen finden,
der da irgendwie einen Freelancer gesucht hat. Tages? Ne, du bist es nicht. Purpleberry Shake. Is not it either. Okay. Auch nur ein Gast. 2 Gäste. Skandalös. Hier auf dem falschen Balkon? Nee. Was? I saw you meander on out of the pool and into the greenhouse. Now you're here. Does that mean what I think it means? Genau, also falls du willst, kannst du mir auch nochmal erklären, was du damit meinst mit der Situation leicht anders. Weil das Zitat klang schon sehr damning, like damn, son. Ich kann mir sehr wenige Kontexte vorstellen, wo das ein okay ist. Wo das ein okayer Satz ist. Einer der wenigen ist, wenn man es als Zitat sagt. Well, I'll write you a note. Suffice it to say I'm interested. Good. If you're interested in burying the pool, I'm interested in paying you. Why go after a hotel pool? Not exactly the most high-profile target. Maybe not. Maybe I just want Rizzo's working relationship with Slug to implode for the benefit of Spacer's choice. But you're right. It ain't high profile. And it ain't gotta be. Any damage to Rizzo's is cause for celebration. You ain't gotta concern yourself with my spite. Consider me an average Byzantine, and I'll consider you an average contractor. Understood. I mean, that's great to hear. Or grand, as the Byzantines are so fond of saying. Not that I ain't one. There's a chemical mixing machine in the greenhouse that has more than a few volatile chemicals. Mix them and render that pool unusable. Anything that ain't a cleaner should do. Dump the mix into the pool, then find somebody in Slug and tell them you did it for Rizzo's. That'll get those damn bastards into some red water. I'm confused about the timescale here. Did Rizzo's ruin the pool, or was that you? This here's a messy business, friend. And when it comes to messy businesses, the rule's always the same. Don't get too curious, whether it's about Saltuna additives or espionage. Spacer's choice didn't ruin anything. Rizzo's did. And ain't that a coincidence? But it's also gonna be Rizzo's that permanently puts that pool out of commission. What Rizzo's? They're getting a tad too cozy with your friendly neighborhood slugs. We don't want either gaining power on the board. Easier to do so if their alliance ain't so sweet anymore. Personally, I don't think we're going far enough. Rizzo's is all smiling gun hands and uppity scientists. Wouldn't mind bringing them down with some well-placed bullets, but if you're worried about this hurting your relationship with Slug, I wouldn't. The guard's thicker than the shit in that pool. Tell him you're with Rizzo's and he won't question it. Alright, I'm off. Dandy. Come on back once you've done your deed. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt... Wir wissen jetzt also, wer hinter diesem Pool-Dings da steckt. Ah, hier. Und die Frage ist immer noch, wo ist dieser Sunparler? Aber bevor wir uns noch darum kümmern, könnten wir eigentlich mal wieder schauen, ob wir nochmal reingehen ins Colonial. Und das glaube ich, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, denn ja. Glaube ich sehr.
Ganz viel Spectrum Brown. Oh, sie haben den In Memoriam. Hübsch. Oh. Das hier ist jetzt offen. Timeline discrepancy detected nearby. Okay. Mehr Kontext. Dann analysieren wir mal, was auch immer. Das hier. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. This is like a workplace hazard. How hasn't Slug caught this? Searching slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Und Servus Fackel, ja, ich spiele noch eine Weile. Deswegen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ist das normal? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. So, wir werden den jetzt nicht anmachen. Hey du. Terribly sorry, but I can't chat just now. Someone on the second VIP level just ordered 15 canid meat pies, and if I don't get to it now, it'll be my head. Alright. Vielen Dank für den Raid, Fackel. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer, Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Wie war denn euer Abend? Hallo Dines, hallo ist Paul. Guten Abend. So, für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, das ist die Outer Worlds. Sehr gut. Hört sich sehr gut an. Du warst die Nutte in Among Us. Well, Dines. Wenn du herkommst, kannst du... Ach, lassen wir das. Genau. Magst du kurz erklären, was die Rolle der Nutte ist? Oder ist es keine Rolle, sondern ein anderer Kontext? Ah, okay. Du warst 80% Lover, mit wem war anders. Okay. Okay. Also, weil ich kenne nämlich aus Werwolf, kenne ich ja noch tatsächlich die Rolle, die Rolle der Hure. Und die kann des Nachts sich eine Person aussuchen und die wird dann ins eigene Haus eingeladen quasi. Und das heißt, wenn die Person, also wenn die ausgewählte Person angegriffen wird von den Werwölfen, bleibt die im Leben. Wenn aber die Hure angegriffen wird, dann sterben beide. So kenne ich das. So. Genau, also tatsächlich die Rolle der Hure existiert und ist durchaus witzig. Vor allem, wenn man es halt in so einer Sitzrunde spielt und dann mit Leuten redet, weil da hatten wir dann auch, also da habe ich dann ganz oft den Erzähler gemacht, also den Spielleiter, und habe irgendwelchen Unsinn erzählt. Genau. Einfach um die ganze Geschichte ein bisschen zu untermalen, damit die Leute nicht nur aufgerufen werden und als nächstes dann kommen. Naja. Aber freut mich, dass ihr heute einen schönen Abend hattet. Kann ich mir bei dir gut vorstellen. Oh, ich würde es so gern mal wieder machen. Also einfach wieder Spielleiter bei Werwolf. Das Ding ist, ich hasse es tatsächlich selber, oder ich mag es nicht, Werwolf zu spielen. Ich bin aber total gerne Spielleiter. Weil als Spielleiter hast du die ganze Zeit Spaß. Finde ich zumindest. Aber als Mitspieler oder Mitspielerin ist es halt teilweise wirklich doof, wenn du irgendwie in der ersten Hälfte des Spiels stirbst. Am schlimmsten noch direkt als erstes. Geht mir so auf den Sack, weil dann muss ich einfach noch den Rest der Runde warten, bis irgendwas passiert. Da kann ich nur drauf hoffen, dass irgendwie die Spielleitung sagt so, okay, wir machen irgendwie was Besonderes mit den Geistern. Das hatte Desaster heute mehrmals. Oh, bad. Bad.
Das glaube ich, das ist nervig. Das ist nervig. Vor allem, ich muss sagen, also als Person ist es schon nervig, vor allem wenn das mehrmals passiert und dann auch noch als Content Creator finde ich es doppelt nervig. Weil man will ja eigentlich gerne halt Spielgeschehen zeigen und nicht, okay, ich mache jetzt Minigames. Oh. Tja. Da. Genau. Also dann kann man eigentlich nur fast ein Just Chatting draus machen, dann muss man eigentlich fast die Szene wechseln und dann lässt man einfach mal nebenher noch die Spielchen machen. Aber sonst ist es halt. Genau. Aber ja, das ist dann immer nervig. Ich halte dich nicht weiter davon. Du, kein Stress, kein Stress. Wir sind ja hier gerade am. Kennst du denn überhaupt schon den neuen DLC, Dynas? So, wir müssen jetzt mal den Chef hier fragen. I understand your devotion to your job. Really, I do. And I hope you'll understand mine. No. Things might change if you had something very particular to talk to me about, but I'm afraid I'm just too busy to talk right now. I'd be delighted to chat with you later. I'm not about... Ungehörig. Bin noch im Hauptgame. Oh, also ich kann die DLCs empfehlen. Sie machen viel Spaß. Das ist echt cool. Und fügen einfach nochmal Story hinzu. Und so eine richtig coole Story. Du siehst das gar nicht, dass ich hier... Yes. Go silent. You're very, very quiet. Oh, was ist das? Notice. Broken elevator notice. The Grand Colonial Hotel service elevator is out of order and will be for the foreseeable future. Please use the stairs to transport all equipment to and from the employee quarters until further notice. Well, sucks to be employee, I guess. Additional alignments will be dispensed for those who pay, whose back pain becomes too severe to continue providing the impeccable service our hotel is known for. Nice. Ne? Wenn es dir scheiße geht, dann kriegst du einfach mehr Drogen, anstatt dass sie dir helfen. Wow. I haven't felt this great in ages. I wonder what happened. Oh, bist du infected? Du bist infected. Ah. Ich weiß es doch eh. Alle hier wieder infected. So, kann man noch irgendwie hier was Sinnvolles mitnehmen? Purpleberry Liquor. Ne, wir suchen noch Indigo und Blue. Und du bist... eine Fensterscheibe. So viel dazu. Ja, ich klaue alles. Ich klaue alles, wenn geht. Du wisst ja, Geld wächst nicht auf Bäumen. What happened? Norval get his cap stuck in the toilet again? Not today. I was carrying a bag up to the second VIP guest floor earlier. Even for our guests, it was spectacularly heavy. Wow, exciting. I wasn't finished. I took a bad step and dropped it. Know what spilled out? Rocks. Whoever owned it was just making me carry it around for fun. Wie assi. Das muss schon ziemlich assi sein. Like, damn. Ja, eine Leiche wäre es auch noch interessant gewesen, aber nein. Congratulations, employee and or addressee. You have been rewarded one free tour of the Rizzo's Distillation and Libation Station as a reward for logging at least 10,000 hours of service to the Rizzo's family. As you take your first sip of your choice of Rizzo's Spectrum Vodka, remember to take a moment to experience gratitude. Okay. Engineer job posting. Attention, the Grand Colonial Hotel is seeking a new volunteer engineer. Skills include elevator maintenance, electrical engineering, civil engineering, computer engineering, quantum engineering, knowing when to keep problems to oneself. The employee who accepts this position will be expected to carry out their existing duties at the hotel for no additional payment. Talk to your supervisor if interested during your 15-minute break. And don't forget, with more hours logged each week, the closer you get to winning the free tour. Wow. Alter, die sind so scheiße. So, ne? Brauchst du irgendwie ein Degree in Quantum Engineering.
Und dann sollst du die Scheiße auch noch for free machen. Ich meine, wir können die Karte jetzt klauen. Aber wir können auch nachher einfach die Tür aufhacken und XP dafür bekommen. Obwohl das Ding ist, eventuell haben wir schon unser Top-Level wieder erreicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Wo sehen wir das denn? Details. Ah, ja, wir haben schon wieder unser Top-Level erreicht. Okay, egal. Dann lassen wir die Karte klauen. So sad. Hey, that's impressive. Oh, isn't it? Hey, Sullivan. Me, oh my, how exciting to see you again. This truly has been a day to end all days. I could die happy. Anything you'd like to discuss? Hier. Dunas, by the way, es gibt ein paar von den Soundclips davon gibt es tatsächlich zum Runterladen, falls du das als Klingelton haben willst. Warte mal, lass mich mal kurz schauen, welches das war. Anti-Cleos. Oh ja, genau, in Spacer's Choice. Gott. Warte, lass mich kurz reinhören. Eventuell hörst du es jetzt auch gleich. It's not the best choice. Spacer's Choice. Ja. Das gibt es im Fankit. Kannst du das gratis runterladen. Das, falls du das als Klingelton haben willst für dein Handy oder so. Ja. Kannst du haben. So. So. Sorry, dass das jetzt gerade eben so laut war. Vielleicht sind jetzt auch alle wieder wach, ne? Einfach alle wieder wach. Ist total gut. Und sonst gibt's noch Anti-Cleos. Wait. Achso, warte, jetzt hört ihr das gerade gar nicht mehr, weil ich das gerade genau ausgeschaltet habe. Böp. Sound Settings. Kann ich das euch nochmal in leiser zeigen? Okay. Das alles und noch viel mehr. Nein, nicht viel mehr, also es gibt nur die zwei. Oh ja. Die gibt es im Fankit online runterzuladen von denen. Falls man da Fan von ist und das irgendwie auf seinem Handy haben will. Ich muss zugeben, ich wäre ein bisschen versucht, wenn ich tatsächlich Klingeltöne verwenden würde, aber ich verwende keine Klingeltöne. Can't imagine what it must be like. Living down here like sprats on a wall. Yes. It must be awful. Und dann gehen wir auch noch hier rum und klauen den Leuten, die eh schon nichts haben, klauen wir allen Scheiß, ey. The Spectacular and Thrilling and Great Adventures of Alan Norval and Halcyon Helen, Chapter 45 of 137. And because the ever-resolute Lord Bellhop, Alan Norval, had brought his automatic Spacer's Choice auto pistol, now with added explosive ammo, which he held in his big, muscular hands, the gigantic horde of rabbit canids was all dead. Halcyon Helen, looking very beautiful as always, with her beautiful eyes and lips and nice shoes, she quickly grabbed Lord Bellhop Alan Norval's hand. "Oh, thank you so much, Alan," she sighed slowly, batting her beautiful eyes at him also slowly. "You are the best partner I've ever teamed up with. You're so big and strong and good at shooting. I wish I had had you with me from day one. Then maybe I would not have so many dead sidekicks." "It ain't no big deal, Purpleberry Cakes," chuckled Lord Bellhop Alan Norval, as he took a puff from his cigarette and blew the smoke from the barrel of his Spacer's Choice auto pistol at the same time. "I'm just a wandering assassin,
Being good at shooting stuff is only because I'm a part of my job. Yes, you are, and you're so handsome, sighed the beautiful Alan. Thank you, chuckled Lord Bellhop Alan Norville. Just then they started to go for a kiss. But wait, just as the romance was about to happen, suddenly a hand had grabbed Alan's leg. Helen screams. It is me, the dissident lord. I'm here to get you, take your bits and give them to everyone else for free. Screams the dissident lord as the villain began to crawl out of the dirt. His zombie army was also crawling to the surface behind him as well. I guess there's only one thing to do, sneered the heroic Lord Bellhop as he took a big Hammersmith flamethrower out of his back pocket that he had been keeping secret for just this occasion. Time to make some dissident steak. Oh, wunderbare, furchtbare Self-Insert Mary Sue. Hier, Sie wissen schon. Das ist mir zu dieser Stunde zu spät. Easy, dann schlaf du gut. Träum was Schönes. War schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal, ne? Hab ein wunderschönes Wochenende. We're gonna do for Helen's sidekicks. The pile of cartridges contains the IDs of Hal's and Helen's sidekicks who were killed, mortally wounded, mulched, melted, torn to ribbons, decapitated, or turned into mechanicals in the line of duty, or otherwise identified post-mortem. Typhon Tim, Olympus Opal, Terra 2 Terry, Sparks the Wonder Canet, Burbage's 900 through 1999, Bold Wonder Huge, Eridanos Eve, Inconsequential Groundbreaker Maintenance Worker number 13B9, Caleb, Bison the Broker with 4 broken limbs, Halifax, the entire 26th season of the Tiebreakers, IDs blackened beyond individual recognition, Stakeout Steve, Dirk Tenderly, okay. Was ist los mit? Ah, okay. Die Ratten sind tatsächlich aggro. Ja. Er scheint großer Fan zu sein. Und wir klauen ihm alles. Here we go. Timeline discrepancy detected nearby. Is there? Analyze. Inspector, I've detected a structural anomaly within a 0.8 meter radius of this locked door. Could you narrow that down for me? Yes, of course. It's very obvious, but why don't you tell me what it is for dramatic effect? Apologies, Inspector. This unit has not been programmed with a histrionics module. Dramatic effects are currently disabled. I can fix that. Let me just wire together a temporary histrionic simulator. Histrionics mode temporarily activated. Now simulating dramatic effect. Look out, Inspector. This floor panel is 0.3 millimeters shorter than regulation length. Unauthorized modifications are afoot. Dum dum dum! Bear in mind. Okay, da kommen wir gerade nicht rein. I'm trapped in room 8. I'm feeling weak. Please just open the door. I'm not sure how much longer I'll make it. Okay, shit. Kommen wir leider nicht durch. Alles klauen. Hier. Eridanos, falls du das hier mal spielst, kann ich dir empfehlen. Wenn du am Anfang irgendwie einen Spectrum-Wodka findest, verkauf ihn nicht. Okay.
Ein Shit im Leben, der nicht festgenagelt ist, ey. So, schließe mich mal an. Leider ein bisschen still vor mich hin. Dann schlaf auch du gut. Träum was Schönes. Was schön, dass du da warst. Ich werde mal nachher alles mitlesen. Und, genau. Timeline discrepancy detected nearby. Dann melde ich mich auch wieder bezüglich diesem. Und wie gesagt, falls du irgendwie brauchst, ne? Ich bin da. Timeline discrepancy detected nearby. I've eaten the purple berries which were in the refrigerator and which you were probably serving for breakfast. They were awful. This collection of frozen food has not been restocked in some time. Many of these items are not available in the Grand Colonial and must have been brought in from outside. The fridge was transported here from one of the guest bedrooms upstairs. Okay. Kurios. Also ich finde es ja eh spannend, dass wir hier die Perücke von der Dings finden. Von der Halcyon Helen. I'm ready for this. Wow, not even a scratch. Ja, die scheiß Parasiten haben hier das Ding Unterlauf. Also, die sind hier drin. This one panel has been removed, judging by the scorch mark on the sides and a blowtorch pendant on the door. Floor, its removal does not conform to company guidelines. Spannend, aber dass wir irgendwie bisher noch niemanden dazu Bescheid geben konnten. Auch den Blueprint dafür. Vermutlich wurde Halcyon Helen tatsächlich einfach von den Parasiten umgebracht, weil sie es herausgefunden hat. Jennifer's private diary. Dear diary, my new living quarters are really swell, but I'm having a bit of trouble getting to sleep every night. Management kindly offered to board me up in the hallway while they commandeer my room for Spectrum launch storage. Since then, I swear I've been seeing things. Now I'm sure it's due to lack of sleep on account of the darn leaky pipe above my bed, but last night I saw something like a giant worm slither past me. Now don't get me wrong, I'm entirely grateful for all the space I now have, but I have to find a way to get some rest before I go completely mad. Oh. Es tut mir leid, dir zu sagen, aber du bist leider nicht verrückt geworden. Da war wirklich ein Wurm, der da entlang geschlängelt ist. Ja. So. Es war ja fast schon peinlich, dass ich da daneben geschossen habe. So. Okay, jetzt können wir hier lesen. Hacking Skill too low. Okay, dafür muss er eigentlich nur die Rüstung ausziehen. Access messages. Please select the message. Notice of termination.
To our mods from Grand Colonial Hotel Management, Robert. This is to inform you that tampering with hotel property is unacceptable. You were not authorized to repair the malfunctioning time clock. I know you were eager to avail yourself of Rizzo's free tour in exchange for 10,000 hours on the clock, but you've forgotten where your loyalties lie. By accepting that free tour, you would have unwittingly agreed to become a part of the Rizzo's family. You're Slug, not Rizzo's. Or rather, you were Slug. I'm disappointed in you, Robert. Consider this message your termination notice effective on receipt. Oh. Unlock room C2. Sucks. Okay. So. Jetzt können wir wieder Rüstung anziehen. Nice one. Okay. Hier in dem Raum ist irgendwas Spezielles. Na, was haben wir hier gefunden? Taskboard Champion Stick. Sonst? Irgendwas Interessantes? Nö. Schade. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass irgendwas Cooles ist. Aber scheinbar nicht. C1. Nichts Interessantes. So. Nice. Okay. Okay, jetzt können wir mal C2 hier aufmachen. Jetzt haben wir hier auch wieder Gegner. To whom it may or may not concern, I don't understand why I deserve to be terminated. I was your engineer, I fixed things. Your time clock was malfunctioning. You were logging 1 hour for every 10 I put in. How's that fair? And yeah, I admit it, I wanted that free tour after the distillery. I put in my 10,000 hour and I deserve to wet my throat with a little Spectrum Violet. I didn't know accepting that free tour I meant I joined the Rizzo's family. You know, I can't read the fine print ever since that welding accident. I don't know what I'm supposed to do now. Catch a freighter back to the Groundbreaker? Subline won't pick me up, so I guess that means I'm going to talk to Mr. Ludovico. Hat in hand, beg him to deploy me. Sorry, I take that back. I won't have my hat in my hand. I turned that in with the rest of my personal. It was a stupid hat anyways. Muss dir auch mal so vorstellen, dass die so assi sind und sagen, ja, wisst ihr was? Für jede Stunde du arbeitest, it's a souse. Okay. You're rather tame. I mean, you've probably just eaten. So, well. Ich überleg gerade, was passiert, wenn ich die angreife. Okay, sehr enger Gang. Au. Das ist ein sehr toughes Viech. Okay, wir müssen, glaube ich,
glaube, wir müssten hier mal die Waffe... Achso, warte mal. Okay, ja. Okay. So, Magazin entladen. So, noch mehr. Oh. Okay. Ich meine, das konnten wir jetzt machen, aber irgendwie gab es da nicht so wirklich einen Grund für. Also laden wir das nochmal an. Ups. Okay, das heißt, wir haben hier alles angeschaut, außer den Raum A2. Für den wir einfach keine Dings bekommen haben. I was a few minutes late with... Oh, what the... Okay. Okay, da geht's raus. Wir wollen doch aber gar nicht raus. Wir wollen weiter in diesem Hotel bleiben. Was ist das hier? Achso, ja, ja. Okay, wir nochmal mit Novel. Finally checked in, I see. I hope you're fond of the penthouse. It's pretty much the best seat in the whole hotel. You shouldn't want for any amenity you might find elsewhere. Should act as a better headquarters for the investigation than any space dust covered ship. That and you ain't got room service on a ship. You ever need anything, come find me. Even if you don't, you can still swing by. I'm always happy to chat. Oh, well, if it isn't Lord Bellhop Alan Norville himself. What? Oh, Laws, you didn't find my story, did you? Sakes alive, that's embarrassing as all hell. I guess I should have hid it better. Well, since there's no way to put the leather boa back in the skinning machine, I might as well ask. What did you think? It was extremely entertaining. I enjoyed reading it. Well, we actually did enjoy that because it was really funny, but not in a good way. More like a laughing about you way, you know. And my old man said I never amount to anything. Move over, board announcement writer 256. Norville's coming for your job. Now, what can I lend a hand with? Did you know the victim? Oh, of course. That is, maybe not on a personal level, but I'm one of her biggest fans. Even started an association of like-minded individuals. I'd lament not having anything to meet about anymore, but the newer tribe just ain't done it for us. Still, there goes my hopes of a Terran Monarch reunion episode. What a new serial episode's that bad? Of course, budgets went up, but the writing quality chewed straight through the floorboards and free fell into Halcyon's son. I'm supposed to believe Helen would let the chief of the Savages go free? Just since he was revealed to be her half-cousin? He's a dissident! You kill him! I, like most fans, reckon this series should go back to its roots. Another 200 episodes of the Origins plotline is what we really want. Okay. Ja, klaro. Alter, nur weil er ein Halbcousin ist. Er ist ein Dissident. Notice my battle-hardened physique, have you? Used to be in a mighty mean line of work. Been shot at 35 times. That is, I've been near people who were shot at 35 times. Yeah, I guess so.
But to be honest, I never really enjoyed it, you know? It's one thing to tightrope walk between life and death every day, but for just a handful of bits? Nah. When this position came up, I jumped on it and made a lateral move from sublight to slug. I ain't ever looked back. I thought slug and sublight didn't engage much. How do you move from one to another? Well, slug is something like an offshoot of sublight. It ain't too difficult to pivot from one part of the same company to another. Disconnects or no. That said, my departure may have been somewhat hasty. What happened? Well, you could call it a small lapse in judgment. Basically, I singled out a ship to salvage that I thought had been out for use for years. As it turns out, it belonged to a wealthy Byzantine who used it only to vacation. As it so happened, I still don't think she tried to use it, too satisfied with the luxuries of Byzantium. Still, I figured it was a good time to turn tail, in case that ever changed. Okay. Back to my other questions. Mind if I ask you a few questions about the crime scene? Please do. Okay, wir haben schon alle Fragen gestellt. The brochure never mentioned anything about wine. So, lass mal kurz den Aufzug gehen. Aha! Bring me to my penthouse suite. The finest seat in the house. So. Confront the intruder. I don't think he can see us, Captain. On account of that huge mask cutting off his vision. You want to maybe let him know we're here? Well, we could do that. Alright. I see. Oh, sweet gibbering law! Where'd you come from? Sorry, let me just get back in character. Whoa, 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 it's not what it looks like. Give me one reason why I shouldn't kill you. Easy, friend. No need to get violent. There are as many reasons to spare my life as there are flavors in Rizzo's Spectrum vodka. I'll give you 2 reasons. First, I am a valuable asset to the Rizzo's Rangers Tossball Enterprise. And secondly, I'm just here doing a job for a VIP. Mascot's honor. Und hallo Easy. Genau, also die 150 € sind dafür, dass man nicht nur 5 Tests, sondern eben, wie viel waren das? Ich glaube 25. Und die waren für das Charity-Event gedacht. Und da brauche ich halt nicht nur 5, sondern eben mehr, je nachdem, wie viele Leute da mitmachen. Und damit einfach jeder getestet werden kann. Das war die Idee daran. Genau, und deswegen, da kann ich mich dann auch nicht kostenlos testen, das wäre dann, sondern das wäre ein vor Ort sich testen lassen, beziehungsweise bevor die Leute anreisen, sogar schon den Test rüber schicken. Genau. Das war außerdem auch noch, bevor man sich kostenlos testen konnte. Das ist die Idee. Und 25 Leute ist es wenig. Das Ding ist, Easy, ich weiß nicht, was es wird. Die 150 € hatte ich eingestellt, als es noch bevor es losging mit dem, dass man es öffentlich kaufen kann. Das hatte ich mir angeschaut von einem Angebot, wo es hieß so, ja, mit diesem Preis wird es mal sein. Zu dem Zeitpunkt gefühlt sah es besser aus. Mittlerweile, I don't know. Genau.
Und das Ding ist, wenn du, je nachdem, wie viele Leute im Hintergrund auch arbeiten, die mal kurz da sind oder auch mal länger, hast du schnell 25 Leute da oder willst halt irgendwie, ja, genau, deswegen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass es 5 für 25 gibt und ich habe seitdem noch nicht mehr angepasst. Genau. Wie geht's dir denn? Ich hoffe doch gut. What kind of job? I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie, the Holmeister, the Hack Attack. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message. Something he recorded for Ms. Bellamy while he was off his kilter. You're out of luck. Found it already. It's pretty incriminating. You found the recording? Oh, well, that's just sweeter than a fistful of purple berry punch. Oh, law, Birdie's gonna slaughter me like a woolly cow. Will you meet me later, over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know about Ms. Bellamy's demise. Haare knuten. Schon recht müde. Dann für dich auch bald ins Bett? Oder willst du einfach noch ein bisschen rumgammeln? Tell me what you know, or they'll have to rinse your remains out of that mascot uniform. What? But I can't? Please don't hurt me. I'm sorry. I can't. Not here. I'm sorry. The Pilot House complex. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Why did I believe you? Egal. Kann auch ein bisschen rumgammeln. Schähnchen. Schähnchen. Earrings. So. Genau, wie du siehst, spielen wir hier wieder die Outer Worlds. Bin ja großer Fan von dem Spiel. Und dafür haben wir jetzt den zweiten DLC bekommen. Ich suche immer noch den Blue and Violet, ey. So. Eridanos, with every tap of your investigation, you come closer to the truth. Examine your suspects. Who could have killed her? What was their motives? The whole master hack attack by shooting. Examine a broken tossball stick. Naja, okay. Wir wissen noch zu wenig. Was ist jetzt drin? Wir werden mal weitergehen. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The wasp-mosquitoes are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. So, sah ganz witzig aus. Lunch Lady. Kann ich noch gar nicht. Schick mir gerne den Link irgendwie per DM, damit ich es mir nochmal anschauen kann nachher. Also das ist wie Phasmophobia. Heißt es dann auch mit Geistern oder meinst du so vom Konzept, dass man miteinander also dass man per Voice Activation irgendwie Dinge aktiviert? So, and more than a few lies, that doesn't bother you. The orchards can be a dangerous place, but my workers understand the hazards. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? Reach for cigarette. The plot thickens, Administrator. You have my attention. Dr. Blossom is dead, murdered by an unknown killer. That's deeply upsetting.
Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. She was in trouble when I found her. The other workers had turned violent. Her commitment to her NDA was admirable. I'll make sure to accelerate the payout of her death benefits to her next of kin. Oh no, she recognized the killer. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. 1 bis 4 Leute und dann muss man in seiner Schule 10 Prüfungsseiten finden. Und die Köchin aus dem Insel läuft in der Schule rum. Okay. Helen insisted on touring the Rizzo's RDD lab. Insisted? That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. Well, what are you going to show her during the tour? Little of consequence. We'd tour the grounds, pause at some locations appropriate for a portrait, let her shake hands with our scientists. Public relations. Okay, dann bin ich mal gespannt, was es ist, Easy. Und vor allem, wie es aussieht. We spent a little time at the orchards. I found evidence that she was at a picnic. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Vielen Dank, Easy. Someone stole data from one of your terminals in research and development. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. You can't steal that much data without an expensive dark cartridge. A thief had resources. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. This happened just before the mosquito attack. Someone was trying to stop me. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? I'll let you know if I learn anything else. This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Hi, was there a suspicious-looking mascot in my room? Why was there a suspicious-looking mascot in your room? I'm afraid I don't understand. Is this the lead-up to a joke? There was a Rizzo's mascot poking around in my room. I'd like to know why. I don't know why there was a mascot in your room. The Grand Colonial doesn't offer that kind of room service, I think. I've got a serious security problem in this hotel. Cedric has a security problem in this hotel. But your point is well taken. In any case, let me apologize for this unfortunate business. I'm sure this mascot meant no harm. Sure. I'll take your word for it. Was there anything else? I'll be back. So. Aha! Always so nice to... Ja, haben wir gemacht. War ja, also ich durfte ja an einem Preview-Event teilnehmen. You're not actually authorized to visit that floor. What authorized floor can I bring you to? Oh ja. Die Umfrage. Das ist in letzter Zeit liegen geblieben tatsächlich.
ist nicht so gut. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe die Märzumfrage auch vergessen abzuschicken. Nee, neue Charakter gibt's nicht. Auch nicht neue Jobs, aber es gibt neue Maps. Und eben diesen Spielmodus, dieser Roguelite-Spielmodus, der ziemlich cool ist. The Man Who Shaved. Ja, okay. Wo finden wir die jetzt? Clear. So, jetzt seriously, wo finden wir denn hier... Ah, da oben ist das. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Easy, ich hatte ganz vergessen, ob du auch über Teil 2 gespielt hast. Ich glaube, du hast auf jeden Fall gerne zugeschaut und uns getriezt. Aber, also mit Abstimmung, aber ich weiß gerade gar nicht mehr. Let's hear it. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Someone was probably trying to poison Helen. Oh, most certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. You're sure it wasn't just a hotel food then? The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin. Slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. I'm certain it wasn't, as you put it, just the hotel food. When we were talking, you called her Ruth Bellamy, not Halcyon Helen. Oh, how curious. I do believe you're right. I wonder if this has something to do with the autopsy process. She was Halcyon Helen up until the moment I brought her to the operating table. But as soon as I cut her open, I stopped thinking of her as Halcyon Helen. It's almost as if she stopped being an icon and became a human being. I guess that makes sense. I had a feeling you'd understand. So. Bei Rainbow Six gibt es jetzt Rick and Morty Skins. Oh Gott, was? What the fuck? Bei Rainbow Six Siege Rick and Morty Skins. Ah, du hast ja auch keine DLCs. Der Back to Uberstrike DLC ist aber sehr cool. Einfach weil es die alten Karten sind nochmal. Ach ja, und hier der Return to Castle Drachenfels, das sollte, glaub, for free sein. Also den solltest du haben. I noticed you have patient logs on your terminal. I do keep logs of every patient I treat. Despite appearances, I'm not merely a coroner. I'm also the Grand Colonial's only, and therefore greatest, doctor. Is that allowed? I don't see the conflict of interest. As the hotel's doctor, I attend to the health of my patients when they're alive. As the coroner, I attend to my patients when they're dead. If I do my job as a doctor, I rarely have to call upon my skills as a coroner. And if a patient dies under my treatment, my coroner's report practically writes itself. Well, at least you're satisfied with your work. I'm very pleased with my work. Cedric Kincannon is an outstanding employer. What I'm about to tell you, do me a favor and keep this between us. Inspector's honor. That's what I like to hear. I'd much rather work for Slug than Rizzo's.
Rizzo's makes a great show about the happiness of its workers, but I think it's all rather artificial. I'm paid well. I work hard. I'm given respect and a reasonable degree of freedom. Cedric Kincannon runs a tight ship. Most of us enjoy working for Slug. Bear in mind. Thanks. Will there be anything else? We'll talk later. Okay. Spencer Woolrich. Das kann man nicht. Okay, man kann nicht den spielen, aber es ist angelehnt. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was das heißt. The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? Und ja, das hast du sehr richtig erkannt. Normalerweise. Ja. Aber heute haben wir länger gemacht. Also ich meine, wir haben bis vorhin 12 Uhr irgendwie Vermintide 2 gespielt und danach wollte ich noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich heute noch, heute Vermintide 2 und die Outer Worlds spielen. Und dann. Ja. Und dann war. Aber irgendwie schon 24 Uhr und da konnte ich dann nicht mehr. Und bis dahin hatte ich noch nicht die Outer Worlds gespielt. Also haben wir gesagt, machen wir ein bisschen länger. Oder? Wenn du so sagst, kann ich natürlich auch hier Schluss machen. Access to the VIP guest floor. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. The only guest who may have a problem with me being up there would be the murderer. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. Nice. Also, I thought the penthouse was being cleaned for my stay, but it's a pig stay. Oh my. Well, that is certainly odd and alarmingly unacceptable. Allow me to check the service records. Ah yes, not to worry, Inspector. It was indeed cleaned for you. Except for the evidence, which is all of Helen's stuff. Oh. Well, okay. So. Aha! Bring me to the VIP guest floor. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking. I've already got one. Okay. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem 9. Stockwerk und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen an dieser Stelle tatsächlich Schluss. Das Ding ist ja, ich sollte schlafen. Ich muss morgen tatsächlich wieder arbeiten. Habe einiges zu tun. Aber ja. Ich hatte Spaß hier im Stream. Ich hoffe, ihr auch. Und genau, vielen Dank, Easy, nochmal für deine ganzen, für die DMs. Hast du gerade gesehen. Super, super wichtig. Werde ich mal dann mir einmal anschauen, das Spiel. Und genau. So, da machen wir hier einen Stream-Marker hin. Ich soll noch was gegen Carpal-Tunnel-Syndrom tun. Dann machen wir das noch. So, also. So. Hände zu Fäusten. Dann machen wir hier brumm, 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 brumm. Klappen die Hände nach hinten. Heben das Dach an. Dann werfen wir unsere Angelrute raus. Bereiten noch unseren Kranichschlag vor. Finger nach hinten. Und Finger nach da hinten. So, genau. Dann noch hier Lach-Yoga. Niemals.
Lache-Yoga kommt nicht. So, warte mal, wo ist denn dieser... Ah, da ist der andere Squishy Ball. Ja, so. Squish, squish, squish. So, für alle Leute, die heute zum ersten Mal übrigens da waren, schön, dass ihr da wart. Mein Name ist Gerun. Wir spielen hier ständig Indie-Games. Genau, hauptsächlich montags ist hier mittlerweile der Tag für. Freitags kommen verschiedene Sachen, meistens irgendwie Spiele, wo wir mal einen Fortschritt irgendwie machen wollen. Also sowas wie Medieval Dynasty oder eben hier ist so ein Story-Game. Genau, und am Mittwoch spielen wir Smite. Und jeweils sind wir ab 18:30 bis 24 Uhr für gewöhnlich live. Heißt, wenn ihr reinschauen wollt, ist das genau die Uhrzeit für euch. Genau, und auf Twitter kündige ich auch eigentlich immer an, was es denn gibt. Meistens irgendwie so morgens, damit ihr schon mal so eine Vorstellung habt, was es denn, was es gibt. Und dann, wenn ich dann im Stream live bin, wird mir Twitter ich für gewöhnlich auch noch. Ja, wenn wir wechseln. Also falls ihr mal merkt, so, oh, okay, Mensch spielt Vermintide 2, interessiert mich jetzt nicht so sehr, dann könnt ihr daran merken, wenn ich dann twittere, hey, wir wechseln jetzt die Outer Worlds, dass es jetzt für euch interessanter sein könnte. Genau. Und die Easy ist der beste Mod auf dieser ganzen weiten Welt. Hat auch nie was hier zu tun, weil meine Community einfach sehr nice ist. Und genau. Oh ja, also es ist wirklich so, die Frau hat nichts zu tun hier. Muss eigentlich nie Leute wegbannen oder moderieren. Aber ja. Hier ist halt irgendwie kein Arsch. Ah gut, dann schauen wir mal. Wir schauen mal, wen wir jetzt irgendwie raiden werden. Warte, wir speichern noch kurz. So, accept. Quit. Und dann gib mir doch mal eine Auskunft darüber, wer denn noch so live ist. Okay. Ah, ja. Ja, wisst ihr was? Da schmeiße ich euch doch rüber zum T-Bag. T-Bag ist ein netter, der spielt gerade Valorant. Nee, zu Bob Ross gehen wir nicht. Genau, wir gehen zu T-Bag. Der ist auch ein Smite-Streamer, spielt aber gerade Valorant, wie gesagt. Und das seht ihr bei mir ja nicht, deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich zu Menschen rüber hoste, wo ihr dann mal Stuff seht, was ihr bei mir hier nicht zu sehen bekommt. Wir sehen uns dann am Montag wieder im Stream. Gute Nacht und bis dahin. Ciao. Okay. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Potenziell dürfen sich die ganzen Dinge nicht berühren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Würde Somi vorschlagen. Verstehe ich wenigstens. Oh krass, du kannst Somi? Wow. Warte mal. Somi war doch eine afrikanische Sprache, oder? Do I know that correct? Or am I wrong? Somi. Google sagt Somi. So sieht das. Ich hab's gerade gesehen. Somi klingt aber. Okay, warte. Ja. Okay, dann. Was ist Somi? Wie wäre es, wenn wir jetzt alle gleich darauf sind, dass wir uns ausrüsten und dann in einem großen Kreis treffen und dann reden 2 Minuten Gerun und ich und dann können wir loslegen. Klingt das für alle okay? Klingt nach einem Plan. Und Yukane, du bist der Big Boss, du gibst dann den Startschuss. Alles klar, dann haut mal rein, ab ins Game. Also nur Graf hier nicht. Nee, nicht Graf hier. Alle. Alle. Alle? Okay. Ja, zugehört. Ganz genau, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Kam nicht an. Alle im Kreis jetzt.
Alle? Alle. Wie viele? Alle? 3. Haben wir schon gesagt, dass alle ins Game sind? Alle. 42. Das gut ist, dass der Fenrir anscheinend jetzt nicht so top of the line ist. Ansonsten wüsste, dass das sich... Fackel, da bist du. Oh, gut, hab ich. Eine Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Ding? Das heißt, du musst, also wenn du gehst auf die Person hin, versuchst du zu schießen. Ne? Wenn es ein Poster ist, sterbe ich selbst. Okay. Warte, okay. Wenn du auf den Imposter drauf gehst und killen versuchst, dann stirbst du selber? Hä, du meinst ein Crewmate? Wenn es ein Crewmate ist, ja. Okay. Okay. Fackel hat gerade versucht, mich umzubringen.